Hallo, Servus, grüß euch. Heute hören wir die wahre Geschichte von Axel Mitterbauer, der aus der DDR geflüchtet ist. Wie ist er geflüchtet? Er ist über das Wasser oder durch das Wasser geflüchtet. Er ist ein junger, professioneller Schwimmer gewesen. Der Zweite Weltkrieg hat von 1939 bis 1945 gedauert und es hat Unmengen an Zerstörung verrichtet. Viele Länder der Welt haben gegeneinander gekämpft. Panzer sind über das Land gerollt. Die Briten, die Amerikaner, die Franzosen und die Russen haben gegen Deutschland, Italien und Japan gekämpft. Wie schon gesagt, Millionen von Menschen sind ums Leben gekommen. Sie sind verstorben. Das sind Soldaten und Zivilisten. Leider. Leider sind mehr als 80 Millionen Menschen im Zweiten Weltkrieg verstorben. Immerhin haben die Alliierten gegen die Axis-Kräfte gewonnen. Das heißt, die Briten, die Franzosen und die Russen und die Amerikaner haben gegen die Deutschen, die Japaner und die Italiener gewonnen. Und das haben sie natürlich gefeiert, die Russen, die Briten, die Franzosen und die Amerikaner. Aber sie haben sich entschlossen, Deutschland zu dividieren, Deutschland in 4 Teile aufzuteilen. Einen britischen Teil, einen russischen Teil, einen amerikanischen Teil und einen französischen Teil. Die Amerikaner und die Russen waren sich nicht einig. Sie haben die Sachen anderes gesehen. Sie haben unterschiedliche Ideen. Die Russen wollten, dass Deutschland alles zurückbezahlt, also die ganzen Schulden vom Krieg, weil Krieg kostet viel und die Russen wollten, dass Deutschland das zurückbezahlt. Die Amerikaner andererseits haben den Marshallplan auf die Beine gestellt und durch den Marshallplan wurde Deutschland unterstützt. Geld wurde in Deutschland investiert, damit die Deutschen ihr Land wieder neu auferbauen konnten. Im Westen ist es dementsprechend immer besser gegangen. Im Westen haben die Menschen ein neues Leben bekommen durch die Unterstützung der Alliierten. Aber im Osten hat sich die Lage immer weiter verschlimmert. Im Westen hat sich die Lage immer weiter verbessert und im Osten hat die Lage sich immer weiter verschlimmert. Viele Menschen sind aus dem Osten geflohen. Sie haben den Osten verlassen und sind nach dem Westen gekommen. Deswegen wurde die Mauer am 13. August 1961 erbaut. Also die Erbauung der Mauer hat damals angefangen. Im Westen haben die Deutschen besseres Essen bekommen, bessere Jobs. Das Leben war einfach besser im Westen. Und den Ostdeutschen wurde es nicht erlaubt, nach dem Westen zu fahren. Ihnen wurde verboten, in den Westen zu gehen. Und das Leben im Osten war schwierig. Sie wollten in den Westen, aber sie durften nicht. Im Jahre 1950 kam Axel Mitterbauer auf die Welt und um ihn geht es in dieser Geschichte. Als Axel 11 Jahre alt war, wurde die berühmte Berliner Mauer erbaut im Jahre 1961. In der Schule hat Axel das Schwimmen erlernt in Ostdeutschland und es war am Anfang, hat er nur als Hobby geschwommen, aber mit der Zeit ist er besser und besser geworden und er hat zum Schluss dann Medaillen gewonnen und an vielen Wettbewerben teilgenommen. Aber der Axel, der Herr Mitterbauer, er wollte mehr er wollte mehr Freiheit, Entschuldigung, ich habe Frieden und Freiheit verwechselt. Und er ist dann mit 17 nach Budapest, nach der Hauptstadt von Ungarn gekommen und hat dort an einem Wettbewerb teilgenommen. Er hat dort ein paar Westdeutschen kennengelernt, einen westdeutschen Schwimmer und seinen Vater. Und sie haben ihm erzählt, wie er nach Westdeutschland kommen konnte. Leider wurde das Gespräch von einem Spion abgehört, also ein Mann von der Stasi, ein Stasi-Sicherheitsdienstler hat das Gespräch überhört und
hat alles mitbekommen und der Axel wurde im Gefängnis wurde er eingesperrt über sieben Wochen. Zum Schluss, nach 7 Wochen, wurde Axel Mitbauer freigelassen. Er durfte das Gefängnis durfte er verlassen. Aber er durfte nicht mehr an den Olympischen Spielen teilnehmen und er durfte nicht mehr studieren an deutschen Universitäten. Also ihm wurde das professionelle Schwimmen und das Studieren verboten. Auf einer Party, auf einer Feier hat er ein Gespräch gehört zwischen 2 anderen Menschen, die gesagt haben, weißt du, an der Ostsee kannst du von Osten nach Westen sehen, so mit bloßen Augen. Und er hat eine Idee gehabt, ich konnte nach den Westen kommen, wenn ich über die Ostsee schwimmen würde. Der Axel hat dann einen Zug von Leipzig bis an die Ostsee genommen. 2 Stasi-Männer haben ihn gesehen, aber er hat sie doch vermeiden können, dadurch, dass er einmal eine Pause gemacht hat im Zug. Der hat den Zug verlassen und dann ist wieder eingestiegen. Also einmal ausgestiegen und dann eingestiegen. Er ist endlich zum Strand gekommen und der Strand war sehr stark besucht. Es waren viele Menschen. Er hat bis in die Nacht gewartet und dann ist er losgeschwommen, mehr oder minder. Also der hat bis in die Nacht gewartet und er hat sich versteckt, vielleicht hinter einem großen Brocken, so einem großen Stein. Vielleicht hat er sich dort versteckt, ich weiß es nicht. Er hat sich von der Polizei versteckt und dann hat er 2 große Backhühner oder Brathühner oder Backhändel, wie auch immer man das sagen möchte. Er hat die aufgegessen, zwei ganze Hühner und hat sich mit Vaseline eingeschmiert, ist ins Wasser gesprungen, der Axel, und ist losgeschwommen. Und er wollte von den Osten in den Westen kommen. Sie haben ihn, oder die Küstenwache hat ihn mit Scheinwerfern, oder sie haben einfach Scheinwerfern alles beleuchtet, aber sie haben den Axel nicht gefunden. Und der Axel ist weiter geschwommen. Und ist sehr müde geworden natürlich. Und er hat einen Schwimmkörper, eine Boje gesehen. Und er ist auf die Boje, auf den Schwimmkörper geklettert und er hat einfach dort gewartet am Schwimmkörper, an der Boje. Er hat einfach auf dem Schwimmkörper, auf der Boje, hat er gewartet, bis es morgen geworden ist, bis es hell geworden ist. Also die Sonne ist raufgegangen und dann ist ein großes Schiff an ihm vorbei gefahren und ein Passagier hat ihn gesehen auf dem Schwimmkörper. Und da ist der Axel Mitbauer. Ja, er war komplett erschöpft. Er war komplett erschöpft. Er hat keine Energie mehr gehabt. Aber in Westdeutschland wurde er ganz freundlich aufgenommen. Er hat sogar sofort einen westdeutschen Reisepass bekommen und Geld. Er hat Geld und einen westdeutschen Reisepass bekommen. Der Herr Axel Mitbauer ist nach Köln gezogen und hat dort Sport studiert und er arbeitet arbeitet er als Schwimmtrainer in Zürich, in Basel, Entschuldigung, in Basel in der Schweiz. Und das, meine Herren, ist die Geschichte von Axel Mitbauer, der aus der DDR nach Westdeutschland geflohen ist. Und er hat's geschafft. Er ist über die Ostsee geschwommen in der Nacht. Ein Wahnsinn, meine Damen und Herren. Oder nur meine Herren. Ich unterrichte hauptsächlich nur Jungs. Und ja, Wahnsinn. Schön. Dankeschön fürs Zuhören.